Was ist besser? Kauft man sich einen Bausatz für eine Werkbank oder baut man sich eine Werkbank selber? Wir schauen uns heute in diesem Video einfach mal die Vor- und Nachteile an. Wir werden uns so einen günstigen Bausatz einfach mal anschauen, zusammenschrauben und werden am Schluss dann nochmal die Kosten klären. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. So, das müsste alles sein. Herzlich willkommen bei Gipfelholz, Leute. Ich bin der Jens und wir schauen uns heute Werkbänke an. Genau. Ich habe mir hier zwei Werkbänke bestellt. Hier liegt mal eine kleinere auf dem Tisch. Das ist eine Werkbank mit 5 Schubladen und einer Tür mit 120 x 60 cm Arbeitsfläche und einer Höhe von 83 cm. Jeder von euch hat wahrscheinlich Werkbänke daheim oder die meisten. Und jetzt würde es mich mal gleich von Anfang an interessieren, baut ihr eure Werkbänke selber oder was macht ihr? Ich war diesmal ehrlich gesagt viel zu faul dazu. Da hinten habe ich alles selber gebaut, ist klar, aber man braucht halt seine Zeit dafür. Man braucht ein paar Tage, bis man das Ganze zugeschnitten hat, bis man das Ganze geplant hat, die Schubladen und. Das dauert einfach eine Zeit. Das wisst ihr, denke ich mal, wer schon Werkbänke selber gebaut hat, selber. Oder kauft man sich einfach hier eine Werkbank und als Bausatz und baut die einfach mal zusammen. Und das will ich mir heute mal anschauen, weil ich habe noch keine Erfahrung mit solchen Werkbänken. Und das ist jetzt hier eine aus Blech. Wie gesagt, hat 5 Schubladen, eine Türe. Und wir werden das Ding einfach mal zusammenbauen und werden am Schluss dann auch mal Vor- und Nachteile so eines Bausatzes klären oder auch Vor- und Nachteile so einem Eigenbau und werden natürlich auch mal dann die Kosten anschauen. Ich bin selber gespannt und ich bin auch gespannt, ob ich dann von dieser Werkbank am Schluss auch noch zufrieden bin. Also, hier haben wir schon mal eine dicke Multiplex-Platte, Mehrschichtplatte hier mit 3 cm Stärke, einer Größe von 1,20 auf 60. Das Ding wiegt allein schon mal ewig viel. Aber wie gesagt, es wird alles in diesem Bausatz mitgeliefert. Die Griffe, die Füße, die Auszüge, Schrauben, Bedienungsanleitung, Wände, alles wird mitgeliefert. Gut verpackt war es. Ich habe es natürlich schon ausgepackt von der Palette. Ich habe mir auch 2 Werkbänke bestellt, eine noch mit 1,70 Länge. Die schauen wir mal, ob wir sie auch noch zusammenbauen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Qualität am Schluss ist, wie ich dann zufrieden bin damit und wie lange ich dafür vor allem brauche. Denn, wie gesagt, hier hinten steht ja auch ein Eigenbau. Da braucht man schon eine Weile dazu. Ihr könnt es auch gerne mal unten reinschreiben. Was bevorzugt ihr? Wenn ihr natürlich viel Zeit habt, richtig viel Zeit, dann baut man sich natürlich eine Werkbank selber. Aber wie hoch sind dann die Kosten am Schluss? Natürlich je nach Qualität. Hier sind natürlich auch jetzt ganz einfache Auszüge ohne diesen Stopp-Push-Ding da oder sonst irgendwas. Werden wir mal schauen, ob das dann am Schluss auch gut funktioniert. Ich würde es einfach mal sagen, wir bauen die ganze Werkbank jetzt einfach mal zusammen, schauen, wie einfach es ist, wie lange wir brauchen und das werde ich im Schnelldurchlauf machen. Oh Gott, Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Eine Riesentüte voll mit Schrauben und Gottes Willen, da habe ich mir was angetan. Bin ich mal gespannt, wie lange ich für diese gefühlte 1000 Schrauben brauche. Ja, Wahnsinn. Another day she would have wished he stayed with her done. Sorries won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine, got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. Red eyes while he said, don't you wanna have fun? Oh Mann, hey, Wahnsinn. Ja, wie soll man denn bloß hier reinkommen? Ich habe nicht so große, so kleine Finger, oder? Leute, ich habe, glaube ich, Wurst drin. Wie soll ich denn das hier machen? Hey? Wahnsinn, hey.
Boah, man soll die Schrauben eigentlich am Anfang auch nur leicht anziehen, damit man sie noch ausrichten kann, die Werkbank. Aber bei manchen Schrauben, da kommst du einfach ums Verrecken nicht hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist machbar, nur ich habe für sowas keine Geduld. Es ist noch ein bisschen schräg, deshalb wird das Ganze jetzt ausgerichtet mit den drehbaren Füßen unten. Und dann schaut's, und schon wackelt nichts mehr. Das ist gut. Und jetzt muss man nur noch die Platte ausrichten. Und ich hoffe, es passt nachher alles zusammen und ich muss nicht noch mal was aufschrauben und irgendwas ausrichten. So Leute, jetzt geht es darum, boah, wenn ich das schon wieder sehe, Leute, wir brauchen jetzt 5 Schubladen, die wir zusammenschrauben müssen noch, aber das kriegen wir jetzt auch noch hin und danach können wir die Schubladen reinmachen, dann sind wir fertig. Also, auf geht's an die Schubladen. So, was brauchen wir denn da alles dafür? Ja. Yeah, his baby said that they don't got a future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry, it won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine. Got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. Red eyes while he said, don't you wanna have fun? Fool around. Oh, Leute, das darf euch nicht passieren. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe hier hinten an der Rückwand noch vergessen, die Schrauben festzuziehen. Ja, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Hey, das macht doch schon mal Spaß. Also Leute, das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, denn ich habe jetzt extra Arbeit. Bah. Also ich muss sagen, stabil ist es auf jeden Fall. Bin es mal schon angetan. Also von dem her passt die Schubladen schließen ganz gut. Ja, es ist klar, ich habe natürlich jetzt extra Arbeit gehabt mit dem ganzen hinten nochmal und ach Gott, egal. Ich habe jetzt alle Schrauben festgezogen, aber was mir jetzt noch nicht so ganz gefällt, ist die Arbeitsplatte hier, denn die ist sehr rau und die werde ich jetzt noch abschleifen, werde dann nochmal wässern, damit sich die Faser ein bisschen aufstellt und werde das Ganze trocknen lassen und danach werde ich es mit dem Hartwachsöl hier einfach einreiben, damit wir hier eine schöne Oberfläche haben. Weil die gefällt mir noch nicht ganz so. Gut, aber das ist ja nicht das Schlimme dran. So, eingestrichen ist es. Mit Hartwachsöl kann ich euch auch noch verlinken. Natürlich werde ich euch alles wieder verlinken, was ich hier verwendet habe. Und wir werden das Ganze jetzt trocknen lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei getrocknetem Tisch und getrocknete Oberfläche hier und werden das Ganze mal besprechen, was sich jetzt eher lohnt und was ich von diesem Ding hier halte. Bis morgen. Wow! Kommt richtig gut raus, fühlt sich auch richtig schön weich an, das Ganze schön glatt. Also echt top, das mit dem Hartwachsöl, perfekt. Jetzt wollen wir uns aber auch mal natürlich die Qualität hier anschauen von diesem Tisch hier. Am Anfang, ganz ehrlich Leute, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch. Klar, so ein Blechtisch hier oder sonst irgendwie. Ja, aber wenn jetzt hier diese gefühlten 1 Milliarden Schrauben und Muttern du hier drin hast, dann ist das Teil hier richtig stabil. Die Schubladen lassen sich auch sehr schön öffnen und schließen und sie gehen nicht so ganz leicht, sondern sie haben schon ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, weil wir haben ja keinen Push, so ein Push-Teil hier drin, aber das brauche ich ehrlich gesagt nicht, ist überhaupt kein Problem, aber die Schubladen sind okay, alles sind super und die Spaltmaße sind auch okay, der Tisch ist nicht verzogen, alles in Ordnung mit dem, hat so eine Pulverbeschichtungslack drauf oder wie man das auch immer nennt und kratzfesten Lack.
Also ich kann es nichts Negatives finden an diesem Tisch. So, jetzt kommen wir aber zu diesen Vor- und Nachteilen von so einem Tisch. Was ist denn der Vorteil? Ganz klar die Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt einen Eigenbau wieder hinten einfach planen muss, Material bestellen muss und. Und wenn man das alles gegenrechnet, das Ganze zusägen, wenn man jetzt keinen Plan hat, dann muss man das alles zusägen, man muss das alles zusammenschrauben und wie auch immer. Und da muss ich sagen, kann man dann schon mal für so eine Größe hier einen Tag mindestens brauchen, 1 bis 2 Tage brauchen. Ich habe jetzt hier bei diesem Tisch roundabout, ich habe ja mitgefilmt, da war es schon ein bisschen längere Zeit, dauert immer das Filmen und roundabout so um die 2 Stunden habe ich circa gebraucht, um diesen Tisch ohne Platte einlassen zum Bauen. Also das ist schon mal eine super Geschwindigkeit und ich kann relativ schnell, ich lasse es mir einfach liefern, baue das Teil in 2 Stunden zusammen und schon habe ich meine fertige Werkbank. Der große Nachteil daran ist, beim Eigenbau, ich kann da einfach total flexibel sein, ich kann da flexibel von der Größe her sein. Ich kann den Tisch von der Höhe her planen, ich kann es von der Länge planen, ich kann es von der Größe planen. Hier ist es halt einfach so bei diesen Fertigbauten, man muss auf diese Standardgrößen gehen und das sind halt einfach mal hier zum Beispiel bei diesem Tisch 1,20. Ich habe noch einen anderen Tisch da, den muss ich noch zusammenbauen, um Gottes Willen. Und der hat ja 1,70 Größe und da muss ich einfach drauf gehen auf diese Standardgrößen und kann es nicht flexibel sein. Gut, von der Höhe kann man noch ein bisschen variieren, wenn man was unterlegt oder so, auch kein Problem. Aber sonst, wie gesagt, ist es halt doch ein Riesenvorteil von einem Eigenbau. Jetzt kommen wir aber mal zu den Kosten. Jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt mal so auf die Schnelle einfach im Internet mal geschaut. Leute, was kostet mich genau so ein Tisch aus Holz, aus OSB-Platten und mit einer genau dieser Platte hier zusammen? Und ich habe es mal einfach nachgegoogelt, habe einfach mal geschaut. Beim Multiplex kommen wir allein schon mal auf 80 €. Und wenn man jetzt die ganzen Sachen, auch die günstigsten, die allergünstigsten Auszüge, vergleichbaren Auszüge, die nichts Besonderes sind, hier auch bei dem Tisch, kosten mich auch schon 30 € für alles hier und Griffe und OSB, Sockel, Schrauben, Kleinmaterial und alles zusammen. Da komme ich auch so roundabout auf die 230, 250 €. Ja, okay, und wenn man das aber alles zusammenrechnet, ich komme, ehrlich gesagt, nicht günstiger weg, wenn ich einen Eigenbau habe. Aber ein Eigenbau lohnt sich, wenn man jetzt nicht auf die Größe fixiert ist, dann lohnt sich ein Eigenbau gar nicht mehr, weil ich brauche ja noch einige Zeit an Bau selber. Aber was meint ihr? Schreibt es doch mal unten eure Meinung hier in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren, was ihr dazu sagt. Geht ihr eher auf sowas? Baut ihr lieber selber und zahlt gegebenenfalls vielleicht sogar mehr für den Eigenbau? So, die erste Werkbank ist geschafft. Wir werden jetzt noch die zweite Werkbank aufbauen. Das ist die 1,70 m Werkbank. Die hat dann 12 Schubladen, gefühlt nochmal 1 Milliarde Schrauben mehr, die ich mir zusammenschrauben muss. Aber da werde ich mir Hilfe holen. So Leute, ich habe mir die Hilfe besorgt, die ich jetzt angekündigt habe. Und zwar ist es doch viel einfacher, wenn ich diesen Tisch hier zu zweit aufbaue. Vor allem diesen großen Tisch hier. Das ist die Kerstin. Wer kennt die Kerstin noch? Der kann sich gerne melden. Es wird mich jeder kennen, Jens. Nein. Wer noch ein paar Filme von der Kerstin anschauen will, scrollt da mal runter unter Videos, da könnt ihr noch mal ein paar Filme von ihr auch noch sehen. Aber ich denke mal, wir starten los, oder? Genau, machen wir das wird das richtige Arbeit werden, hier diese Milliarden gefühlten Schrauben hier wieder zusammen. Ja. Aber egal, wir lassen es wieder im Schnelldurchlauf durch und dann schauen wir uns den großen Tisch auch noch an. Da gibt es auch keinen oben, unten bei den Unterlegscheiben, oder? Oder? Jens. Gibt es bei den Unterlegscheiben einen oben und unten? Nein. Nein, du musst die Seite benutzen. Die andere Seite ist kaputt. Sonst hält die Schraube nicht. Okay. Das ist wie vorhin, die ist einfach weg.
Wo ist sie? Hallo, Mutter. Mutter! So, endlich fertig, gell? Selbst zu zweit ewig. Ja, es hat echt lang gedauert. Das Blöde ist, dass hier unten noch Griffe fehlen. Ja, das haben wir jetzt dann gemerkt, beim Liefern haben die Griffe gefehlt, deshalb kann ich die Blenden nicht hinmachen oder konnten wir es nicht hinmachen. Also Hersteller anschreiben, der soll die Griffe nachliefern. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, dauert halt jetzt ein paar Tage und dann sind die Blenden auch fertig. So, die Platte wird noch geschliffen, das machst dann du die nächsten Tage. Mach ich. Und dann werde ich nochmal ölen und dann ist das Ding gut, kommt doch noch in die Laserecke und fertig. Cool. So Leute, das war's. Spaß hat's gemacht, Jens. Ja, Spaß, gell? Ja. Es war lustig. Ja, war du, lustig. dann geht's mit mir wieder weiter. Ich werde noch mal ein bisschen was über die Tische sagen. Ja, passt. Tschüss. Also ich bin ja noch da. Ciao, Jens. Ich werde euch natürlich unten alles noch mal in der Videobeschreibung verlinken, auch die Werkbänke, da gibt es auch verschiedene Modelle dafür, auch in Blau, sind aber auch die relativ gleichen Tische alle und wie gesagt, ich kann euch so einen Tisch empfehlen für diejenigen, die es einfach nicht selber bauen wollen, können oder wie auch immer keine Zeit haben. Wie gesagt, eure Meinung ist mir auch sehr wichtig. Bitte schreibt es unten mal in die Kommentare rein. Ich fahre mit dieser Werkbank echt sehr gut und diese Werkbank kommt bei mir in meine Laserecke, kommt die Laser drauf und die ganzen Materialien kommen dann hier unten rein. So Leute, ich denke mal, ich konnte euch vielleicht bei eurer Entscheidung, eine Werkbank zu kaufen oder selber zu bauen, weiterhelfen. Und wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert auch die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal aus dem Allgäu. Schöne Grüße, bis dann. Servus.